Hyksos. Another example, Ein weiteres Beispiel, in Ezekiel 28. Hesekiel 28. This is a long one, so we'll get through it, okay? You have been in Eden, the garden of God. Du warst in Eden im Garten Gottes. Let's skip all the minerals, okay? You are the anointed cherub that covers. Du bist der gesalbte Cherub, der abdeckt oder ausbreitet. I have set you so. Ich habe dich dazu gestellt. Satan is understood to be a beautiful angel before he fell. Wir wissen von Satan, dass er ein wunderschöner Engel war, bevor er fiel. You were upon the holy mountain of God. You have walked up and down in the midst of the stones of fire. Ich habe dich auf den Berg Gottes gesetzt, dass du unter den feurigen Steinen, unter den Steinen oder in ihrer Mitte umherwandelst. You were perfect in your ways from the day that you were created till iniquity was found in you. Du warst perfekt in all deinen Wegen, so wie du geschaffen warst, bis Iniquität, Wurzelwerk zur Sünde, in dir gefunden wurde. Iniquity in Greek is anamas. Und Iniquität im Griechischen ist The Anamas. same word that Yeshua says when he says, "Depart from me, you workers of iniquity." Ist genau das Gleiche, was Jeschua sagt, wenn er sagt, weichet von mir, ihr Übeltäter oder ihr Gesetzlosen. Lawlessness. Gesetzlosigkeit, ohne Gesetz zu sein. By the multitude of your merchandise, they have filled the midst of you with violence, and you have sinned. Denn du bist inwendig voll Frevel geworden oder Boshaftigkeit und du hast dich versündigt. Now, when we close this and talk about 2 Thessalonians 2 again, which is what we started with, Wenn wir das abschließen und gehen wieder zum 2. Thessaloniker 2, wo wir mit angefangen haben, remember these words, I will cast you out of the mountain. da heißt es dann, ich werde dich austreiben von dem Berge. I will destroy you, O covering cherub, from the midst of the stones of fire. Ich werde dich zerstören, du bedeckender Cherub, von der Mitte der feurigen Steine. I will cast you to the ground. I will lay you before kings that they may behold you. Ich werde dich austreiben in den Grund oder zu dem Grund und ich werde dich vor Könige legen, dass sie dich anschauen. So Satan was in the midst of them, and then he was cast out Satan war in ihrer Mitte und dann wurde er ausgetrieben. and presented to the kings of the earth. Und er wurde den Königen der Erde präsentiert, vorgeführt. So instead of being a spirit of Antichrist among us now, Statt dass es jetzt ein Geist von Antichristus unter uns ist, he's removed from us, and now we know who the enemy is. wird er jetzt entfernt von uns, denn wir wissen jetzt, wer der Feind ist. Revelation 12 says, and there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon. Und Offenbarung 12, 7 und 9, da erhob sich ein Krieg im Himmel, Michael und seine Engel stritten mit dem Drachen. And the kämpften. dragon fought and his angels, and they prevailed not. Und der Drache kämpfte und seine Engel und sie siegten nicht. Neither was their place found any more in heaven. Auch ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Michael cast them out of heavenly places. Michael hat sie ausgetrieben aus den himmlischen Orten. Remember, Yeshua's parables are always like this. The kingdom of heaven is like, Und die Botschaft von Jeschua war immer, das Königreich Gottes ist wie. and then he describes what's going here on in earth. Und dann hat er beschrieben, was hier auf der Erde so vor sich geht. Right? The kingdom of heaven is like things going on in earth. He travels away, and what happens when he's gone? So, er erzählt Dinge, Geschichten, die hier auf der Erde passieren. Das Königreich ist wie einer, der sein Geschäft verlässt, 3 Leuten Geld gibt und er reist weg. Und das ist, was passiert, wenn er weg ist. His people reject his ways once again, Sein Volk wird seine Wege nochmal ablehnen and the earth becomes chaotic. und die Erde wird völlig chaotisch. He says, and the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan. Und da ist es dann der große Drache, der auch die große Schlange genannt wird, wurde ausgetrieben. Das ist der Teufel und Satan. And he was cast out into the earth, and his angels cast out with him. Und er wurde ausgetrieben auf die Erde und seine Engel mit ihm. Remember Daniel chapter 7 verse 8. Daniel, Vers 7, Kapitel 8. Remember Nein, andersrum. the Kapitel little 7, horn, Vers 8. the little horn of Daniel. Dieses kleine Horn von Daniel. I considered the horns, and behold, there came up in the midst of them another little horn. Als ich mir die Hörner ansah, sah ich, dass in ihrer Mitte ein weiteres kleines Horn hervorkam. Do you think God has told us this enough times now? Glaubt ihr, dass Gott uns das jetzt ausreichend gesagt hat? Over and over and over, he gives us the pattern of what's going to happen in the latter days. Immer wieder zeigt er uns dieses Muster auf, was in den letzten Tagen passieren wird. The tares are going to be removed out of the midst of the wheat. Das Unkraut wird ausgerissen aus der Mitte des Weizen. Matthew 13:25, remember, while men slept, his enemy came and sowed tares in the midst of the wheat. Matthäus 13, Vers 25. Da die Leute aber schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten zwischen den Weizen.
13:49. 13,49, auch Matthäus. So shall it be at the end of the world. The angels shall come forth and sever the wicked from the midst of the just. So wird es auch sein am Ende der Welt. Die Engel werden ausgehen und die Bösen mitten unter den Gerechten rausnehmen. He keeps telling Oder us the same abtrennen. thing in the New Testament now. Er zeigt uns auch im Neuen Testament immer das Gleiche. Now remember when they sent the 12 spies to spy out the land. Erinnert euch dran, als sie die 12 Botschafter oder Spione ausgesandt haben, um das Land zu erkunden. There was one in the midst of the 12 whose name was Satur, Da war einer dabei, der hieß Satur. which is the only Hebrew word that adds up to 666 and means to conceal or to hide. Und das ist das einzige Wort im Hebräischen, was die Endsumme 666 heißt. Und das heißt zu verbergen oder zu verstecken. Matthew 26:14 tells us, then one of the 12 called Judas Iscariot went up to the chief priest. Und Matthäus 26, 14 heißt es dann, einer von den 12 mit dem Namen Judas Ischariot ging zu den Hohepriestern. Once again, he's going to betray Yeshua with a kiss. Er wird Jeschua mit einem Kuss verraten. The same thing that Esau did to Jacob. Das gleiche, was Esau mit seinem Bruder gemacht hat. Now, I hope this comes out okay. My wife did this on Google. Okay, we'll try. Okay, let's talk about Judas Iscariot. In the midst of the 12 is this character called Judas. Judas ist mitten unter ihnen. Now, the Bible tells us that he is from Iscariot. Die Bibel sagt uns, er ist von Ischariot. As a matter of fact, that was common, that their name would be Judas Iscariot or Judas of Iscariot. Und das war früher normal, dass man sagte, der Judas aus dem Dorf so und so. But what does Iscariot mean? Aber was bedeutet Iskariot? Why are we given that information? Wieso wurde uns diese Information gegeben? Because Iscariot in Hebrew is a combination of two Hebrew words. Iskariot setzt sich aus 2 hebräischen Worten zusammen. Ish, which means a man. Ish bedeutet ein Mann. Now remember in Revelation 13, the number of the beast is the number of a man. So in dem, was wir uns angeguckt haben, die Stelle, die Zahl des Biestes, die Zahl eines Mannes. When Cain begets when Eve begets Cain, she says, I have gotten a man from Yahweh. Als Eva den ersten Sohn bekam, sagte sie, ich habe einen Mann bekommen von Jahwe. Ishmael is called a wild man. Ishmael wurde ein wilder Mann genannt. And Esau is called a man of the field. Und Esau wurde ein Mann des Feldes genannt. And the first 3 soils of the parable of the soil all picture Cain, Ishmael, and Esau. Und die ersten 3 Böden von diesem Gleichnis mit dem Getreide sind entsprechend diesen 3 Personen, Kain, Ismael und who's the third? The Keriot part is Keriot or Kirya in Hebrew, it means a city, a man of the city. Und Keriot, der zweite Teil des Wortes, des Namens heißt dann Stadt, also ein Mann von einer Stadt. Now, who's the one whose descendants produce great metropolitan cities? So, wer ist derjenige, der gesagt hat, er wird große Städte aufbauen? Cain. Kain. Cain, yes. Now, a man of the city. Now, we also find out in Matthew 26 that he meets with the priest and wants money to betray Yeshua. Und wir sehen auch in Matthäus 26, 14 bis 15, dass er sich mit den Priestern trifft und er will Geld bzw. Silber dafür. So Yeshua's betrayal was purchased with silver. Der Verrat vom Judas wurde bezahlt mit Silber. Remember one of the meanings of Cain's name? To purchase. Und eine der Bedeutungen von dem Namen Kains heißt zu kaufen. In Matthew 26 and in John 6:70, Matthäus 26 sowie Johannes 6,70. we are told that Judas is revealed in the midst of the 12 at Passover. Da heißt es, dass Judas offenbart wird in der Mitte der 12 am Passover. Now remember, up until Pesach, as far as the disciples are concerned, nobody knew he was the bad guy. Was die Jünger anging, wusste bis dahin keiner von den anderen Jüngern, dass er der böse Junge war. He just blended in with the other 12, didn't he? Er sah genauso aus wie die anderen, oder nicht? As far as everybody knew, he was one of the 12 disciples. So, wenn du jemanden gefragt hättest, der gehört zu den 12 Jüngern dazu. But there's a tear in the midst of the wheat. Aber das ist ein Unkraut mitten zwischen dem Weizen. And by dipping his bread in the sop, he's revealed. Und während er sein Brot mit Jesus in die Schüssel taucht, wird er offenbart. And then Judas is going to be removed from the midst of the 12. Und dann wird Judas weggenommen aus der Mitte der 12. And who's left behind? Und wer bleibt zurück? The wheat, the disciples